Ich bin heute für euch in Finnland unterwegs. Wir schauen uns den VR Doppeldecker Intercity an und wir fahren von Mikkeli bis in die Hauptstadt Helsinki. In Mikkeli nutzen wir einen speziellen Doppelstockwagen mit Bordbistro. Das Highlight in dem Bordbistro ist nämlich, dass man seitlich sitzt, das heißt im 90-Grad-Winkel zur Fahrtrichtung, und wir können die ganze Zeit die schönen Wälder begutachten. Aber wir müssen auch Essen testen. Mir wurde nämlich empfohlen, örtliches Essen zu essen. Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Sehr schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin gerade in Mikkeli. Das ist ein kleiner Ort in Finnland. Und von hier aus möchte ich euch gerne auf eine Zugfahrt mitnehmen. Wir nehmen nämlich den VR Doppelstock Intercity nach Helsinki. Und natürlich fahren wir nicht ganz normal Economy Class. Nein, wir nutzen das Bordbistro, weil die haben nämlich ein spezielles Bordbistro und dort sind die Sitzplätze zum Teil nicht in Fahrtrichtung, sondern zur Seite gedreht. Das heißt, wir fahren die ganze Zeit um 90 Grad gedreht und das möchte ich mit euch gerne mal mir anschauen. Dort ist schon der Bahnhof von Mikkeli. Wir haben gerade wunderschönes Wetter, aber es ist dennoch sehr kalt. Ich habe schon meine dicke Winterjacke an. Und den Bahnhof wollen wir uns doch mal angucken. Die haben nämlich eine Brücke, von der aus wir bestimmt viel sehen können. Was ich bisher so von Finnland für Eindrücke gesammelt habe, war, es ist überall ruhig und vor allen Dingen sauber. Und die Züge sind alle sehr pünktlich. Sehr beeindruckend. Ich fühle mich hier sehr wohl in dem Land. Seht ihr? Da hinten ist die Brücke. Dort gehen wir mal hin und genießen die Aussicht. Ist schon sehr schön, das alte Bahnhofsgebäude. Aber da möchte ich jetzt nicht reingehen. Wir wollen ja die Aussicht genießen. Dort vorne auf der Brücke. Hier scheint wohl auch der Busbahnhof von Mikkeli zu sein. Mit nicht ganz so vielen Bussen. Ich bin ja schon sehr früh dran. Unser Zug ist der IC 68 nach Helsinki. Oh, jetzt haben sie die Anzeige weggemacht. Na, kommt sie jetzt noch mal? Ja, da ist er schon. Um 16 Uhr geht's los und ihr seht, Waggon 3, dort gibt's Essen. Und da sitzen wir dann oben in dem tollen Doppelstockwagen. Und hinauf. Also in Finnland, da zeigen die Züge zum Teil, wie ihr gerade gesehen habt, eine Stunde vorher an. Mein letzter Zug wurde 45 Minuten vorher angezeigt. Das ist mal richtig gute Planung. Habe ich so bisher auch noch nicht erlebt. Deswegen ist das hier sehr entspannt, Zug zu fahren. Und so ist unser Ausblick von der Brücke. Und hier die andere Seite. Also wie ich das gesehen habe, fährt jetzt in der nächsten Zeit kein Zug. Schade. Den hätte ich mir doch gerne angeguckt, weil die Züge echt schön sind. Ah, dort steht es nochmal. Der nächste Zug ist tatsächlich unser Intercity. Schade. Ich hätte so gerne noch Züge angeguckt. Wir haben ja gerade den Bahnhof für uns alleine. Da gehen wir doch mal ins Häuschen rein und gucken mal, ob es da was zu sehen gibt. Anscheinend gibt es hier ein Restaurant. Asema heißt es. Und da ist ein VR-Eingang. Wie gesagt, VR ist der Betreiber. Wahrscheinlich ist das eine Abkürzung, aber die ist zu lang, wenn man das Ding ausspricht. Gehen wir doch mal rein. Ziehen. Drücken. Wow. Das ist ja Wiener Kirche hier. Cool. Ja, das ist die Wartehalle. Und hier sind noch mal ein paar Monitore. Krass. So richtig alte Möbel. Und so ein alter Tisch. Alles alt. Nichts kaputt. Oh, hier gibt es sogar Toiletten. Und was ist das? Irgendeine coole Uhr. Und ein kleiner Wagen. Ja, war schön hier. Gehen wir wieder raus, ist zu warm hier. Na, endlich habe ich ein Mikkeli-Schild gefunden. Hier rechts ist noch ein alter Bahnwaggon, den schauen wir uns mal an. Da ist der alte Bahnwaggon. Ein Salonki-Waggon. Schade, dass man den nicht von innen begutachten kann, das wäre spannend. Naja, aber schön, dass es noch
solch alte Stücke hier gibt. Und so sieht es hier aus, wenn man einmal sich leicht umdreht. Es ist so ruhig hier, man hört die Autos kaum. Jetzt können wir uns doch noch einen durchfahrenden Zug anschauen. Er wurde auch erst vor 10 Minuten angezeigt. Oh, schaut mal, der hat Holz geladen. Wow. Na? Der hat ja mal einen ganzen Wald abgeholzt hier. Ach, da ist schon das Ende. Wisst ihr, was witzig ist? Jetzt riecht es hier nach frisch geerntetem Holz. Noch knapp 15 Minuten, dann geht's los. Und wir sehen, unser Waggon ist Waggon 3 und wir müssen zwischen Abschnitt B und Abschnitt C. Das schaffen wir. Dort vorne ist schon Abschnitt B. Da bleibe ich dann einfach mal stehen. Nun zeige ich euch noch einen kleinen Überblick, wo wir uns denn gerade befinden. Wie ihr seht, sind wir im tiefsten Grün in Mikkeli. Mikkeli liegt in Finnland. Und von Mikkeli fahren wir jetzt Richtung Süden bis in die Hauptstadt von Finnland nach Helsinki. Da ist Helsinki schon. Helsinki ist ein Kopfbahnhof. Dort kommt schon unser Zug. Wie hätte man es anders erwarten können? Hier ist das Restaurant und nicht dort, wo ich bin. Das Restaurant. Und hinein. Ich muss irgendwie nach oben kommen. So, hier ist das Restaurant. Wir sind richtig. Die Plätze 201. Ich habe Platz 203. Das gibt's ja nicht. Hier ist ja gar nichts los. Perfekt. Platz 203 habe ich. Aber hier stehen keine Zahlen dran. Doch, 215, 221, 201. Habe ich gar keinen Quersitzplatz? Ach, dort ist mein Sitzplatz. Krass, ich habe einen ganzen Vierer für mich alleine. So, jetzt habe ich Hunger. Ich brauche Essen. Man sagte mir, ich muss unbedingt die Fleischbällchen probieren. Ab ins Bistro. Schaut mal, hier ist eine Handybox, damit man ungestört telefonieren kann. Wie cool. Und wir gehen wieder runter. Ab ins Bistro. Wo ist es? Bist du da, Bistro? Da ist Bistro. Ist richtig leer. Da ist das Bistro. Und ich soll bestellen. Ich soll das Köttbullar bestellen. Ja, jetzt habe ich das Köttbullar bestellt. Das ist zwar schwedisch, aber die nennen das hier genauso. Und ja, ich sollte eine große Portion bestellen. Das wird mir jetzt tatsächlich auch geliefert, weil das Bordrestaurant ist ja unten und ich sitze oben. Ich bin sehr gespannt, was es zu essen gibt. Aber vorher habe ich noch was anderes. Eine Dame hat mir empfohlen, ich solle dieses finnische Bier probieren. Ganz wichtig, mit dem Beeren drauf. Oh oh. Da ist aber viel Druck drauf. Okay, gerettet. Dann Prost auf eine schöne Zugfahrt nach Helsinki. Oh, die Dame hatte wirklich recht. Das ist sehr lecker. Wer weiß, wie lange es dauert, bis das Essen geliefert wird. Genießen wir die Aussicht. Guckt mal, die Sitze sind im 90-Grad-Winkel zur Fahrt angerichtet. Und so sieht es aus, wenn man dann rausguckt.
So kann man sich den Wald anschauen. Und auch hier gibt es für jeden Sitzplatz eine Steckdose. Was ist das hier? Kann man da dran ziehen? Ja, man kann den Tisch vergrößern. Sehr gut. Mann, habe ich ein Glück, dass es so leer ist. Jetzt schauen wir uns doch noch mal den Sitz an, wo ich gerade sitze. So sehen die Sitze aus der Nahaufnahme aus. Und sie sind super bequem. Hammer. Bestimmt kann man den Sitz noch in eine gemütliche Lounge-Position sitzen. Da ist ein Griff und... Ah. Oh, perfect, thank you. Ja, ist schon bequem. Hier kann man es aushalten. Gerade kann man eine Lieferung essen. Das soll die große Portion sein. Sieht irgendwie nicht ganz so groß aus. Aber bestimmt wird sie gut schmecken. Und wie vor jedem Essen mit Lufthansa-Erfrischungstüchern die Hände waschen. Und so sieht das Essen ohne Deckel aus. Salat sieht sehr frisch aus. Fleisch sieht auch gut aus. Kartoffelpüree haben wir auch. Sehr schön. Aber jetzt müssen wir noch mal kurz rausgucken. Hier ist nämlich ein schöner See. Zeig dich, schöner See. Ah, perfekt. Im Zug sitzen, einen See anschauen und dem Sonnenuntergang folgen. Besser geht's nicht. Ja, hier ist es schon sehr schön im hohen Norden. Herrlich. Jetzt muss ich aber schnell essen, weil sonst kann ich nicht mehr bei den 90 Grad sitzen rausgucken. Guten Appetit. Danke. Also die Dame vorhin hat mir nicht zu viel versprochen. Das Bier schmeckt super und das Essen ist auch super. Daumen hoch, VR, super. Obwohl 16 Euro natürlich sehr teuer ist, aber naja, wie oft fährt man als Deutscher in Finnland Zug? Jetzt nicht ganz so oft. Und ich habe ja auch keine Getränke gekauft, weil das Bier hätte hier nämlich 8,90 € gekostet. Ich habe es im Supermarkt gekauft für 3 Euro. Das finde ich durchaus fair. Also die Portion sah ja gar nicht so groß aus. Ist sie aber gewesen. Ich bin sehr satt. Aber jetzt können wir schön im Zug loungen. Yes! Bevor wir loungen, zeige ich euch noch ein Feature. Hier sind die Abfallbehälter. Man zieht dieses Beutelchen einfach vor und dann tut man da was rein. Ich habe sogar gerade was. Da. Und schon haben wir aufgeräumt. Guckt mal, wir können den Sonnenuntergang aus dem Doppeldeckerzug von oben genießen. Ist das schön hier. Und schon wieder ein See. Hammer. Ihr werdet nicht glauben, was ich für das Ticket bezahlt habe. Dieser Sitzplatz kostet mich unglaubliche 21 €. Das ist ein Knallerpreis. Der See hört nicht auf. Sehr schön. Hier ist unser erster Halt. Den Namen des Ortes kann man aber nicht aussprechen. Deswegen zeige ich euch nur, wie schön er gelegen ist. Direkt am Wasser. Da ist das Bahnhofshäuschen. Sehr schön, sehr alt. Da seht ihr nochmal die Sonne. So, nach diesem guten Essen wollen wir jetzt natürlich loungen. Und dazu nehmen wir uns mal den Sessel hier. So sitzt man im 90-Grad-Winkel zur Fahrtrichtung. Es wird noch besser. Schaut mal. Yay! Einmal rum. So, wie rastet er ein? So. Yeah! Was für eine Zugfahrt. Oh, jetzt kommt aber großes Entertainment. Hier ist der Gegenzug
fahren wir doch mal an dem vorbei. Da sehen wir unseren Restaurantwagen, in dem wir gerade oben sitzen. Da seht ihr den Stadtnamen. Man kann ihn nicht aussprechen. Anscheinend bestehen die Züge immer aus 6 Waggons. Und da ist schon die Lokomotive. Der Zug fährt angeblich 200 km/h. Ich glaube das ja noch nicht so ganz, weil das letzte Mal, als ich gefahren bin, da sind wir in der Spitze 180 km/h gefahren. Jetzt wollen wir uns aber mal ein bisschen mit der Technik beschäftigen. Ich bin schon im WLAN verbunden. Es gibt leider hier in dem Zug kein eigenes Portal, wo man sieht, wie der Zug fährt. Aber VR hat dafür eine andere Lösung, nämlich einfach deren Web-Oberfläche von der Homepage. Und dann seht ihr hier, da ist unser Zug, der IC 68. Und dann können wir hier oben klicken und sehen den kompletten Verlauf. Von Ulu geht's los. Und hier seht ihr alles. Wir sind perfekt pünktlich. Und da ist nochmal der Ortsname, wo wir gerade waren. Das funktioniert schon sehr gut. Ich habe bisher noch keinen Zug gesehen, der zu spät ist. Ja, es ist jetzt 16:30 Uhr und um 18:40 Uhr sollen wir in Helsinki ankommen. Wenn wir ein bisschen außerhalb sind, machen wir mal einen Speedtest. Weil es gibt hier nämlich so eine spannende Karte, wo überall schlechter oder guter Internetempfang ist. Das zeige ich euch mal. Hier seht ihr die VR-Karte, wo überall Internet ist und wie gut die Verbindung ist. Wir sollen jetzt gerade überall sehr schlechtes Internet haben. Ach, wir sind doch gerade im Wald, dann testen wir das mal. Ja, sieht sehr nach Wald aus. Mitten im Nichts. Und los geht's. Ja, natürlich. Wir sind mitten im Nichts und haben 100 Mbit Downloadgeschwindigkeit. Das ist ja völliger Wahnsinn. Aber Upload ist schwach. 108 Mbit im Nichts? Wie soll denn das gehen? Keine Ahnung. Hätte ich zu Hause auch gerne. Wenn wir den Zug weiterverfolgen auf der VR-Homepage, dann sehen wir sogar die Geschwindigkeit. Und ja, wir fahren 105 km/h und sind angeblich 2 Minuten zu spät. Der einzige Nachteil bei diesen schönen 90-Grad-Sesseln ist, man hat kaum Beinfreiheit, weil dort unten die Heizung im Weg ist. Seht ihr da? Da ist die Heizung. Mal gucken, ob man den um 90 Grad drehen kann. Oder noch ein paar Grad mehr. Nee, der rastet nicht ein. Nein, muss immer auf 90 Grad sein. Hier ist nochmal das leckere Bier. Oh, und wir werden schneller. Jetzt haben wir 140 km/h drauf. Und so sieht das aus unserem schönen Doppeldecker mit 90 Grad Blick. Und der Zug ist angenehm leise. Ob dieser Bahnhof auch wieder direkt am See liegt? Man kann den Namen übrigens auch nicht aussprechen. Aber vielleicht sehen wir ihn gleich. Da war schon ein Schild. Und da ist der Bahnhof. Schaut euch mal das Dach an. Was sind das für Moosmassen? Beeindruckend. Jetzt wollen wir aber sehen, wie denn der Ortsname heißt. Vielleicht erwischen wir ihn ja. Na, kommst du noch mal, Ortsname? Da. Da kommt er. Könnt ihr ihn aussprechen? Ist schwierig.
Schaut mal, so einsam sind hier Straßen. Ihr habt ja auf der Karte gesehen, wie hoch im Norden wir sind. Und hier ist halt nichts, ne? Aber eine richtig gute Zugstrecke. Wir sind übrigens perfekt pünktlich. Die Bäume sind hier meistens Birken und Tannen. Gerade gab es eine kleine Ticketkontrolle. Und wie macht man das hier in Finnland? Nein, man liest nicht das Ticket ab. Jeder hat hier ein digitales Ticket. Da wird einfach nur mit dem Scanner drauf gehalten und dann ist fertig. Ich konnte sogar auch mein Essen im Bordbistro einfach mit meiner Kreditkarte zahlen. Perfekt, genauso mag ich das. Die Dame, die mein Ticket kontrolliert hat, war auch so freundlich und hat gleich den Rest von meinem Essen mitgenommen. Also die Verpackung, weil aufgegessen habe ich ja alles. War viel zu lecker, um irgendwas übrig zu lassen. Wir erreichen nun Kouvola. Vielleicht sehen wir gleich mal, wie das geschrieben wird. Ach, guck mal, da kommt ein Pendolino. Die halten hier auch, weil Kouvola ist ein bisschen größer. Und da hinten sind ganz viele alte Bahnen. Anscheinend werden die hier instand gesetzt. Können wir mal das Schild sehen? Ja, wo ist ein Schild? Da ist eins. Ah, erkennt man nicht, oder? Kouvola wird mit K-O-U geschrieben, aber das U spricht man nicht mit. Na, reicht der Zoom bis dahin? Da steht's. Kouvola. Kouvola hat noch eine besondere Bedeutung. Hier wird der Zug gedreht. Das heißt, ich muss mich auf die andere Seite setzen, um in Fahrtrichtung zu sitzen, weil ich sitze am liebsten in Fahrtrichtung. Dort ist nochmal das Schild. Hier in Kouvola haben wir zudem noch Aufenthalt. Als ich hierher gefahren bin, hatten wir 19 Minuten. Jetzt haben wir in Richtung Helsinki nur 9 Minuten Aufenthalt. Da kann man ruhig mal in die frische Luft gehen. Aber ich habe so viel frische Luft gehabt vorhin. Ich habe ja fast eine Stunde draußen auf den Zug gewartet. Das war mir frische Luft genug. Ach, schaut mal, hier ist ein kleiner Monitor. Das Spannende ist, er sagt überhaupt nichts. Da kommen keinerlei Informationen. Sie haben gerade durchgesagt, dass man über die VR-App sogar Essen und Getränke im Zug von seinem Sitzplatz aus bestellen kann. Hätte ich gerne ausprobiert, aber ich habe keine VR-App und ich habe auch keine Lust, da jetzt noch einen Account extra für zu machen. Aber was wir jetzt nochmal testen ist, wir machen nochmal einen neuen Speedtest. Hier ist alles voll mit Feldern. Hier muss es doch schlechteres Internet geben als die 100 Mbits von vorhin. Los geht's. Ach komm, wir sind im Nirgendwo. Und so viel? Boah. Ja, das ist beeindruckend. Hammer. Wie schaffen die das? Hat der Zug irgendwie einen Satelliten über sich schweben, dass der so eine Geschwindigkeit mit dem Internet weitergeben kann übers WLAN? Also immerhin haben die hier WLAN 6 Standard. Den habe ich in Deutschland noch gar nicht gesehen. Den kenne ich bisher nur aus Italien. Alles rauscht an uns vorbei. Und es ist so schön leise hier. Hammer. Wer hätte gedacht, dass Finnland solch tolle Züge hat? Ich muss mich korrigieren. Wir fahren tatsächlich 195 km/h. Ja, 195 km/h. Das können wir aufrunden, ne? Mit Verzögerung der App 196 km/h. Auf der Hinfahrt hatte ich das nicht. Da war bei 180 Schluss. Toll. Sehr, sehr cooler Zug. Und wenn ich mich öfter wiederhole, aber diese Fahrt genieße ich dreifach. Ja, 200 haben wir geknackt. Sogar in der App. Haha. Wir haben 1 Minute Verspätung.
Das scheint der Lokführer nicht auf sich sitzen zu lassen. Er ist eben gerade schon wieder 200 km/h gefahren. Und weil es hier so schön ist, zeige ich euch nochmal den Waggon. So sieht es hier aus. Da sind die schönen verdrehbaren Sitze und da geht's runter. Hier ist der kleine Bildschirm, der nichts tut. Wir erreichen jetzt den Ort Lahti. Die Zeit vergeht so schnell, wir haben nicht mal mehr eine Stunde Fahrzeit. Ja, was soll noch anderes möglich sein bei dem Zug? Man kann unglaublich gemütlich sitzen, man kann ganz toll essen und man kann die ganze Zeit wunderschöne Natur genießen. Also so eine bessere Kombination geht ja nicht, oder? Ich bin doch auf der Hinfahrt die gleiche Strecke gefahren und gefühlt habe ich hier in der App oder beziehungsweise in der Webseite nicht gesehen, dass wir um die 200 km/h gefahren sind. Und jetzt fahren wir schon wieder um die 200 km/h. Und so sieht's aus. Viele Bäume in kurzer Zeit. Alles fliegt an uns vorbei. Angeblich sind es 195. Aber ich denke, dass wir die 200 genau geknackt haben, weil da ist bestimmt ein bisschen Toleranz in der App. Das ist schon echt Hammer. Hier ist ein kleiner Bahnhof und wir fahren einfach mal mit 160 km/h dran vorbei. Wahnsinn. Ich glaube, ich weiß jetzt auch, warum mir diese Fahrt hier schneller vorkommt. Als wir in der Extra-Class waren, war es so leise und so ruhig, dass ich von der Fahrt eigentlich gar nichts mitbekommen habe. Leider ist unsere schöne Zugfahrt in 5 Minuten vorbei. Aber das Finale, die Einfahrt in den Hauptbahnhof von Helsinki, das schauen wir uns von den 90-Grad-Sitzen aus an. Ich nehme den zweiten von links. Ach, lieber doch nicht. Den dritten von links. Wir erreichen nun den Hauptbahnhof in Helsinki. Mittlerweile haben wir sogar unglaubliche 5 Minuten Verspätung. Das liegt aber daran, dass heute Bauarbeiten stattfinden. Soll uns aber nicht stören, weil wir wollen ja nicht mehr weiter. Da ist noch ein Intercity. Noch so ein schöner Doppelstockzug. Jetzt fängt das gute Gebäude an. Hier, schaut mal. Das Glasdach. Richtig cool. Da ist doch mal der Bistrowagen. In dem sitze ich gerade. Und wir sind da. Und hinunter. Wo geht's denn hier raus? Da sind wir. Einmal Helsinki Hauptbahnhof. Ach, wir schauen uns noch mal die schöne Lok an, beziehungsweise den Steuerwagen. Da ist schon der Steuerwagen. So, laufen wir doch einmal rum. Schön ist er, nicht wahr? Tolles Teil. Und so sieht es hier aus. Große Werbetafeln und große Anzeigetafeln. Nun bin ich gut in Helsinki angekommen und ja, das war eine ganz beeindruckende Zugfahrt. Vor allen Dingen, wer hätte gedacht, dass die hier 200 km/h fahren. Und ja, die Aussicht war ein Traum, die Landschaft war ein Traum, das Essen war super. Also für mich ein voller Erfolg, ganz tolle Zugfahrt. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Falls ja, seid doch so freundlich und lasst mir einen Like da oder ein Abo. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.